Hallo und Servus zusammen. In diesem Video zeigen wir euch, wie unsere LED-Zusatzscheinwerfer an die BMW R1300 GS angebaut werden. Speziell für die BMW R1300 GS haben wir einen Satz LED-Zusatzscheinwerfer entwickelt, der nicht nur von der Lichtfarbe her super zur R1300 GS passt, sondern auch an die originalen Haltepunkte unter dem Schnabel der R1300 GS, wie auch an die meisten Sturzbügel angebaut werden kann. Natürlich wurde auch der Kabelbaum und der Schalter samt Halterung speziell für die R1300 GS gemacht. Das alles seht ihr im Detail in diesem Video, also los geht's! Links seht ihr den Lieferumfang unserer LED-Zusatzscheinwerfer und rechts das Werkzeug, das wir in dem Beispielanbau verwenden. Zuerst werden die Halter und die Scheinwerfer geschraubt. Wir zeigen hier eine von vielen Anbaumöglichkeiten. Jeder kann natürlich für sich selbst entscheiden, wo und wie die Scheinwerfer befestigt sein sollen und natürlich auch ob und wo man einen Impuls für das Ein- und Ausschalten abgreifen möchte. Wer so einen Einbau nicht selbst durchführen kann oder es sich nicht zutraut, darf und soll es gerne in einer Fachwerkstatt durchführen lassen. Der Einbau ist nicht trivial und es gibt nicht umsonst Zweiradmechaniker und Zweiradmechatroniker, die das mehrere Jahre lernen. Da braucht man sich nicht zu schämen. Wenn dann die Halter an den Scheinwerfer angebracht sind, befestigen wir die Klammern am Sturzbügel. Ob die Scheinwerfer nach unten, nach vorne oder zum Beispiel nach oben befestigt werden, könnt ihr euch natürlich selbst aussuchen. Die Halter im Lieferumfang passen perfekt für Sturzbügel mit einem Durchmesser von 23 bis 25 mm. Wenn ihr einen Sturzbügel mit 26 bis 27 mm Durchmesser habt, dann könnt ihr unsere LED-Zusatzscheinwerfer natürlich auch verbauen. Dazu benutzt ihr einfach eine etwas längere Imbusschraube, nämlich M6x50 an der Stelle der gelieferten M6x45. Aber alle Details schaut ihr euch bitte in der Produktbeschreibung bei uns im Shop unter www.mhornig.de an. Da findet ihr alle Informationen zu Lieferumfang, Spannungsversorgung, Lichtleistung, Lichtfarbe, Abmessungen und natürlich sind unsere LEDs zugelassen und dürfen legal ohne eine extra Eintragung im Straßenverkehr benutzt werden. Dann werden die Sitzbänke abgenommen. Dann werden das Windschild und die Deflektoren abgeschraubt.
und die seitlichen Deflektoren müssen auch noch abgebaut werden. Hier seht ihr, wo der Schnabel angeklickt ist und wo die Seitenverkleidung vorne und hinten angeschraubt bzw. angeklickt ist. Dann wird das kleine Seitenteil abgenommen. Hier werden dann später die Kabel sauber verlegt. Jetzt seht ihr, wie diese Halterung abgestaubt wird und dann die Ringantenne mit Halterung gelockert wird, sodass man auch hier später die Kabel verlegen kann. Jetzt wird der Kabelbaum unserer LED-Zusatzscheinwerfer verlegt. Den Halter am Relais brauchen wir in unserem Beispielanbau nicht. Hier kann zum Beispiel das Kabel verstaut werden. Hier seht ihr unseren Schalter mit passender Halterung für die R1300GS, die für das Durchfädeln abgenommen wird. Das rote Kabel des Schalters haben wir für diesen Beispielanbau schon mit unserem Kabelartikel Nummer S23004138 verlängert, damit wir den Impuls von der Bordsteckdose holen können. Dann schalten die LED-Zusatzscheinwerfer mit der Zündung aus und ein. Das Ausschalten erfolgt mit einer Nachlaufzeit von ca. einer Minute und sorgt, wie auch bei hochwertigen Pkw, für ein schönes ambiente Licht. Wenn ihr das auch so machen wollt, könnt ihr gerne unser Verlängerungskabel mitbestellen. Ein Kabel geht dann zum rechten Scheinwerfer, Richtungsangaben sind immer in Fahrtrichtung blickend. Das andere Kabel ist für den linken Scheinwerfer und das Kabel mit dem Schalter wird nach oben geführt. Dann kommt ihr hier unter der Gabelbrücke raus und könnt das Kabel schön mit den anderen Leitungen zum Lenker führen.
Den Halter befestigen wir dann an der Spiegelhalterung. Jetzt werden die zwei Kabel für die Scheinwerfer jeweils links und rechts am Kühler vorbei verlegt. Dann kann der erste Scheinwerfer angeschlossen werden und so könnte das Kabel später am Stutzbügel befestigt werden. Und dann ist die rechte Seite an der Reihe. Dann ist die benötigte Länge der Kabel bekannt und sie können sauber befestigt werden. Mit dem roten verlängerten Kabel gehen wir dann an den Anschluss der Bordsteckdose. Windschild in die mittlere Stellung fahren, Navihalter abschrauben und die angeklickte Radarabdeckung abnehmen. Dann kann das rote Kabel weiter verlegt werden. Die Kabelbinder hier öffnen wir kurz, um besser an den Anschluss der Bordsteckdose zu kommen. Und der Stecker ist unserem Vorhaben auch noch im Weg. Dann kann die Bordsteckdose abgeschlossen werden und unser rotes Kabel vom Stecker kann dazu geschlossen werden.
Jetzt wird das Relais und das hintere Ende des Kabelbaums verstaut und an die Batterie angeschlossen. So sehen die Scheinwerfer dann unten am Sturzbügel aus und machen ein ordentliches Licht, sodass ihr im Dunkeln deutlich besser seht. Unsere LED-Zusatzscheinwerfer passen nicht nur super zur Lichtfarbe des LED-Scheinwerfers der R1300 GS, sondern sie sorgen auch noch dafür, dass ihr deutlich besser gesehen werdet. Eine Sicherheitsaufwertung, die jeder haben sollte. Hier zeigen wir euch noch, wie unsere LED-Zusatzscheinwerfer oben an der originalen BMW-Halterung unter dem Schnabel verbaut werden. Dazu nehmt ihr das Seitenteil ab, hinter dem wir unseren hellblauen Aufkleber platziert haben, um das GS-Logo farblich zu hinterlegen. Dann können die LED-Zusatzscheinwerfer angeschraubt werden. Die Kabel müssen dann entsprechend nach oben verlegt werden. In einem der nächsten Videos zeigen wir euch dann, wie die LED-Zusatzscheinwerfer bei Nacht aussehen. Wenn euch das interessiert, lasst gerne ein Like und ein Abo da, dann informieren wir euch regelmäßig zu den Neuigkeiten von BMW Motorrad und über unsere Produkte. Also Servus
und bis zum nächsten Video.